Hast du auch schon einen Schrank voller Vitamine in der Hoffnung, endlich schwanger zu werden? Vielleicht hast du gehört, dass Folsäure hilft oder dass Vitamin D wichtig ist. Vielleicht hat dir jemand Magnesium empfohlen oder Selen oder Omega-3. Die Wahrheit? Viele dieser Empfehlungen sind völliger Unsinn und einige davon sind nicht nur wirkungslos, sondern sogar riskant. In diesem Video zeige ich dir, welche Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel deine Fruchtbarkeit wirklich fördern. Wissenschaftlich fundiert, also bleib dran. Ich verrate dir auch, welche Zusätze du dir sparen kannst, weil sie einfach nichts bringen. Beginnen wir mit dem einzigen Vitamin, das offiziell empfohlen wird, wenn du schwanger werden willst. Folsäure oder auch Vitamin B9. Es ist das einzige Nahrungsergänzungsmittel, das die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ganz klar für Frauen mit Kinderwunsch empfiehlt. Warum? Weil ein Mangel an Folsäure das Risiko für schwere Fehlbildungen beim Kind deutlich erhöht, besonders für sogenannte Neuralrohrdefekte wie Spina bifida. Aber nicht nur das, Studien zeigen, dass ein guter Folsäurespiegel sogar die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, überhaupt schwanger zu werden. Deshalb solltest du, auch wenn du gerade erst mit dem Kinderwunsch beginnst, mindestens 400 bis 800 Mikrogramm Folsäure täglich einnehmen. Und zwar bereits Wochen vor der Empfängnis. Denn ein Mangel lässt sich nicht über Nacht beheben. Tipp, wenn du unsicher bist, ob du Folsäure gut verstoffwechseln kannst, achte auf die aktivierte Form wie Methylfolat oder Quadrifolik. Die zweite Substanz, die für deinen Kinderwunsch eine Schlüsselrolle spielt, ist Vitamin D. Es ist in Deutschland nicht offiziell für Frauen mit Kinderwunsch empfohlen, aber in zahlreichen Studien wurde nachgewiesen, dass ein Vitamin D-Mangel die Fruchtbarkeit senkt. Besonders bei hormonellen Ungleichgewichten wie Hashimoto, Endometriose oder PCO kann ein guter Vitamin D-Spiegel sogar hilfreich sein. Frag am besten deinen Arzt oder deine Ärztin nach seiner oder ihrer Meinung dazu. Und da viele Frauen, besonders im Winter, unterversorgt sind, lohnt sich eine einfache Blutkontrolle. Das geht ganz schnell und ganz einfach. Oder du beginnst direkt mit einer moderaten Substitution, zum Beispiel mit 1000 bis 2000 Einheiten täglich. Denn eines ist klar, ohne Folsäure und Vitamin D ist es kein optimaler Start für eine Schwangerschaft. Lass also am besten mal ein Blutbild machen und besprich die Ergebnisse mit deinem Arzt oder deiner Ärztin. Neben Folsäure und Vitamin D gibt es einige Vitamine und Spurenelemente, die nicht pauschal empfohlen werden, aber in bestimmten Situationen absolut sinnvoll sein können. Beginnen wir mit Jod. In der Schwangerschaft wird empfohlen, Jod einzunehmen, beim Kinderwunsch jedoch nicht unbedingt. Trotzdem findest du Jod in fast allen Kinderwunschpräparaten. Der Grund? Viele Frauen haben unerkannte Jodmängel und Jod ist wirklich wichtig für die Schilddrüsenfunktion, die wiederum eng mit deinem Zyklus zusammenhängt. Wenn du an Hashimoto leidest, solltest du allerdings mit deiner Ärztin oder deinem Arzt abklären, ob Jod für dich überhaupt geeignet ist. Mein Tipp, es gibt auch jodfreie Präparate für Frauen mit Schilddrüsenerkrankungen. Kommen wir zu Selen. Das ist vor allem interessant bei Hashimoto, denn Selen kann nachweislich die Antikörperwerte senken und so das hormonelle Gleichgewicht unterstützen. Aber auch hier gilt natürlich nicht pauschal notwendig, aber sinnvoll bei bekannter Schilddrüsenproblematik. Ein weiteres Vitamin, das oft diskutiert wird, ist Vitamin B12. Das ist zwar nicht direkt fruchtbarkeitssteigernd, aber ein Mangel kann die Eizellreifung beeinträchtigen. Besonders bei einer vegetarischen oder veganen Ernährung ist ein Mangel sehr häufig und bleibt oft unentdeckt. Die gute Nachricht: B12 ist gut verträglich und ein Überschuss wird in der Regel ausgeschieden. Dann ist da noch DHA. Das ist eine Omega-3-Fettsäure, die besonders für die spätere Gehirnentwicklung des Babys wichtig ist. Sie wird erst ab der Schwangerschaft offiziell empfohlen, aber viele Frauen beginnen schon im Kinderwunsch damit, um dann nicht plötzlich umstellen zu müssen, wenn es geklappt hat. Wenn du keinen Fisch isst, kann das eine absolut sinnvolle Ergänzung sein. Aber auf die Fruchtbarkeit selbst hat DHA keinen belegten Effekt. Zusammengefasst, diese Vitamine und Mineralien können deinen Körper indirekt beim Kinderwunsch unterstützen, besonders wenn du in einer der genannten Situationen bist. Viele Präparate enthalten eine ganze Litanei an Vitaminen und Spurenelementen, aber die wenigsten davon wirken wirklich. Beginnen wir mit einem Klassiker, der oft empfohlen wird: Magnesium. Auch wenn es wichtig für die Muskulatur ist, auf die Fruchtbarkeit hat Magnesium keinen nachgewiesenen Einfluss.
Du kannst es nehmen, wenn du häufig Krämpfe hast oder unter PMS leidest, aber wenn du es nur wegen des Kinderwunsches nimmst, brauchst du es nicht zwingend. Ein weiterer so ein Fall ist Eisen. Ja, Eisen ist wichtig, aber nur wenn du wirklich einen nachgewiesenen Mangel hast. Ein zu viel kann zu Nebenwirkungen führen. Verstopfung, Übelkeit, Verdauungsprobleme. Wenn du dich also ständig unwohl fühlst nach deinem Kinderwunschpräparat, dann könnte das Eisen der Grund sein. Sprich mit deinem Arzt oder deiner Ärztin, ob ein eisenfreies Präparat für dich besser geeignet wäre. Und dann gibt es noch ein Thema, bei dem ich ganz klar warnen möchte: Vitamin A. In der Schwangerschaft und bereits davor kann eine Überdosierung toxisch wirken, also giftig. Achte also unbedingt darauf, dass dein Präparat kein reines Vitamin A in hoher Dosis enthält. Beta-Carotin ist okay, aber alles andere solltest du unbedingt ärztlich abklären, wie sowieso alles andere auch. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, dann empfehle ich dir ein gut zusammengestelltes Präparat wie Delavit von Fertilabs. Das enthält alle wichtigen Mikronährstoffe in durchdachter Dosierung ohne unnötige Zusätze und ist auch für viele Frauen mit sensibler Verdauung gut verträglich. Und jetzt noch ein wichtiger Hinweis, bevor wir zum Fazit kommen. Dieses Video ersetzt keine individuelle ärztliche Beratung. Wenn du unsicher bist, ob du bestimmte Vitamine oder Mikronährstoffe brauchst, dann sprich bitte mit deinem Arzt oder deiner Ärztin oder deinem Ernährungsberater. Jeder Körper ist anders und gerade beim Kinderwunsch ist es wirklich wichtig, ganz genau hinzuschauen. Diese Leute sind genau darauf geschult, das sind Experten, die dir da auch wirklich perfekt weiterhelfen können. Lass uns das Wichtigste also nochmals auf den Punkt bringen. Wenn du deinen Kinderwunsch unterstützen möchtest, dann konzentriere dich auf wenige, aber dafür sinnvolle Vitamine. Folsäure, am besten in aktivierter Form. Vitamin D, gerade im Herbst und im Winter. Jod und Selen bei Schilddrüsenthemen, aber nur in Rücksprache mit deinem Arzt oder deiner Ärztin. Vitamin B12, vor allem bei veganer oder vegetarischer Ernährung. DHA, wenn du keinen Fisch isst und vorbereitet sein möchtest. Alles andere nice to have, aber kein Gamechanger für deine Fruchtbarkeit. Magnesium, Eisen, Vitamin A oder exotische Zusätze brauchst du nur in bestimmten Fällen oder gar nicht. Und bitte erinnere dich daran, keine Pille der Welt ersetzt emotionale Balance, Vertrauen in deinen Körper und das Wissen, dass du gut für dich sorgst. Wenn du dir ein hochwertiges Kombipräparat wünschst, das dich sinnvoll unterstützt, ohne deinen Körper zu überfordern, dann schau dir Viladit von Fertilabs genauer an. Das ist meine Empfehlung. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann klick auf Like und teile es mit einer Freundin, die gerade mitten im Kinderwunsch steckt. Und wenn du noch tiefer in das Thema Kinderwunsch und mentale Vorbereitung eintauchen möchtest, wenn du die besten Voraussetzungen dafür schaffen möchtest, endlich schwanger zu werden, dann melde dich jetzt zu meinem kostenfreien Webinar an. Den Link dazu findest du direkt unter diesem Video. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Alles Liebe, deine Stefanie.